Und ich möchte noch mal ganz kurz einsteigen in das, was der Michi erzählt hat letzte Woche. And I want to touch on what Mishi said last week. Er hat erzählt von den Seligpreisungen, in der Jesus eine auf den Kopf gestellte Welt darlegt. And he talked about the Beatitudes and he described how Jesus turned the world upside down. Wo eine Welt beschreibt, in der Trauernde Trost finden. And he talked about a world where mourners can find comfort. Und in einer Welt, in der vor Gott arm ist, letztlich gesegnet wird, weil er Gottes Reich erben wird. And he talked about a world where people who are poor will inherit the kingdom of God. Und so leitet Jesus seine Predigt ein und öffnet uns die Augen. And this is the way Jesus introduces the sermon to us, and this is how he opens our eyes. Und hilft uns, eine Welt zu sehen, die anders ist, als wir sie hier wahrnehmen. And he's helping us to see a world that's different than the world that we see with our natural eyes. Und wie Kirk schon richtig gesagt hat, ist das aber nur der eine Teil der Einleitung. And as Pastor Kirk said, that's only really part one of the introduction. Heute möchte ich mit euch den zweiten Teil der Einleitung in die Bergpredigt anschauen. And today I want to look at part 2 to the introduction into the Sermon on the Mount. Und der zweite Teil, der dreht sich hauptsächlich um so eine Frage. And the second part revolves around a question. Und es ist die Frage, warum? And the question here is, why? Und so habe ich auch die Predigt überschrieben mit dem Titel Know Why, Wissen warum. So I've titled this sermon today, Know Why. Und Jesus beantwortet eigentlich die Frage, warum ist es wichtig, ihm zuzuhören? And here Jesus, he answers the question, why is it important to listen to this sermon? Und warum ist es wichtig, auch diese Worte zu beachten? And why is it important to follow these instructions? Lasst uns gemeinsam einsteigen und Matthäus 5 ab Vers 13 lesen. So we're going to look at Matthew chapter 5 starting in verse 13. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. You are the light of the world. A town built on a hill can't be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Do not think that I've come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Ich finde es interessant, wie Jesus nach diesen Seligpreisungen, diesen doch ermutigenden Worten weitermacht. And it's interesting that after these Beatitudes, he says these things to us. Er sagt zuerst, wir sind das Salz der Erde. So first he tells us, we are the salt for the earth. Und dann schiebt er eine Warnung hinterher, Salz kann nutzlos werden. And then he slips in a warning and he says, salt can lose its saltiness. Dann sagt er uns, wir sind das Licht der Welt. Then he says, you are the light of the world.
und erklärt eigentlich, das selbstverständliche Licht muss erhöht stehen, damit es sichtbar ist. And then he says something that's actually quite obvious. A light needs to be set on a stand. Und dann zum Abschluss legt er die Latte noch mal etwas höher für seine Nachfolger und sagt, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. And then he raises the bar again and he says, your righteousness needs to surpass that of the Pharisees. Lasst uns anschauen, was das heißt und Stück für Stück den Text nachgehen. So why is he saying this? And let's just break it down. Das erste Bild, das Jesus anspricht, ist das des Salzes. So the first picture is, he talks about salt. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. You are the salt for the earth. Salz hat hauptsächlich eine Aufgabe, es soll würzen. And the purpose of salt is to season food. Und wenn wir das vor Augen haben, Salz würzt, dann ist uns auch klar, wenn Salz nicht mehr würzen kann, brauche ich es nicht mehr. So you could say that if salt doesn't season any longer, then it's useless. Wenn es den Geschmack verloren hat, wenn es keine Kraft mehr hat, brauche ich es nicht mehr. If it loses its aroma, its flavor, then we don't need it anymore. Aber kann Salz die Kraft verlieren? So can salt lose its flavor? Ich glaube, rein wissenschaftlich betrachtet kann Salz eigentlich nicht die Kraft verlieren. From a scientific perspective, salt can't lose its saltiness. Solange es Salz bleibt und sich nicht mit einem anderen Stoff verbindet, hat es immer noch Würzkraft. Unless salt is mixed with another substance, it can't lose its power, its flavor. Und deswegen glaube ich, dass Jesus hier auch auf was anderes anspielt. So that's why I think Jesus is trying to say something else here. Ich glaube, er möchte sagen, dass es eine Gefahr für Salz gibt, dass es verunreinigt werden kann. I think what he's saying is there's a risk that salt can become impure. Es kann feucht werden. It can become moist. Es kann Dreck hineinkommen. Dirt can get mixed with it. Und wenn du Salz gemixt mit Dreck hast, dann wirst du es nicht mehr in deine Suppe machen können. And if salt is mixed with dirt, you're not going to put it on your food. Dann ist es wertlos geworden und du holst dir neues Salz. The salt has become useless and you'll want to buy new salt. Ich glaube, was Jesus hier sagen möchte über das Bild, I think this story is to say, ist, dass unser Leben einen Sinn hat. Jesus wants us to know that our life also has a use, a purpose. Unser Leben hat ein Ziel, hat einen Zweck. Our life is here for a purpose and it has a purpose. So wie Salz den Zweck hat, Würze zu bringen, just as salt is used to season something, so sind wir auch nicht um unser Selbstwillen hier. We're also not here out of our own will. Wir haben einen Zweck, wir haben ein Ziel und den sollen wir erfüllen. We have a purpose to fulfill. We've been put here with a purpose. Und so sagt er, pass auf, dass du dieses Ziel, diesen Zweck erfüllst. And he's saying to his believers, to the followers, be careful that you don't lose your purpose. Das zweite Bild ist das des Lichts. And then he talks about light. Und Licht ist uns vielleicht näher von unserem alltäglichen Leben her, was das so bedeuten könnte. And light is a little closer maybe to our day-to-day life because we use it for many things. Wir haben es zum Beispiel hier im Raum, wir haben Licht an, damit wir etwas sehen. We have lights on in the room so that we can see. Licht macht Sachen sichtbar in der Dunkelheit. Light makes things visible in the dark. Und dabei gibt es auch gerade in unserer heutigen Welt immer mehr Lichter. And we have more and more lights in our world today. Wir haben ganz viele Warn- und Hinweisleuchten heutzutage. We have lights on our devices and we have warning lamps. Und sie wollen uns alle etwas mitgeben, auf etwas hinweisen. And all of these lights and signals that want to warn us about something. Und ich glaube, so sagt Jesus uns, du bist ein Licht, du sollst ein Hinweis sein. And Jesus tells his followers, you're a light, you're a sign. Und dann dieses absolut logische Licht soll sichtbar sein. Licht verstecke ich nicht. And then he says a very obvious statement, you don't hide a light. Du zündest nicht eine Kerze an und versteckst sie unterm Tisch oder stellst sie in eine Ecke. You wouldn't light a candle and then hide it in a corner. Ich glaube, gerade in einer Zeit wie damals, wo es keine Elektrizität gab, war es den Menschen sehr einleuchtend.
And that was a very obvious statement, especially back then when they didn't have electricity. Für die Jünger Jesu und in der Zeit damals fing der Tag an, wenn die Sonne aufging. Back then, the day began when the sun rose, Und wenn die Sonne unterging, war der Tag vorbei. and then at sunset, the day was basically over. Und wann immer man eine Kerze, was Wertvolles verwendete, And if you would use a candle, and it was very valuable at that time, dann hast du auch die Kerze zu etwas genutzt. then you would only light a candle because you needed it for a purpose. Und auch heute, wenn wir Licht anmachen, dann haben wir damit einen Zweck. And today, when we turn a light on, we're normally turning it on for a purpose. Wir machen unsere Autoscheinwerfer an, damit wir in der Nacht fahren können. We put on our headlights so that we can drive in the dark in the evening. Oder wir machen hier im Raum Licht an, damit wir gut sehen können. We turn on lights in buildings so that we can see. Und ich glaube, keiner von uns käme auf die Idee, seine Autoscheinwerfer erstmal mit Klebeband zuzukleben. And I don't think you would, have the bright idea to cover up your headlights on your car with cardboard to tape them. Aber das ist eigentlich, ich glaube, das, was Jesus seinen Zuhörern gesagt hat. So müsste es für sie geklungen haben. And I think that was kind of what he was getting at. Klebe nicht das Licht zu. Don't hide, don't cover your light. Was will uns Jesus hier sagen? So what is Jesus really trying to say here to us? Jesus sprach zu Juden. So Jesus was talking to Jewish people. Jesus sprach zu seinen Jüngern. He was talking to his disciples. Er sprach zu denen, die ihm nachfolgten. He was talking to his followers. Und ich glaube, was er sagen wollte, ist, lebe, was du bist. And I think what he was saying to them is, live what you are. Sie waren Juden, habe ich gesagt. And as I said, these were Jewish people. Und dieses Bild vom Licht ist ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium schon einmal aufgetaucht. And you'll see that light is mentioned in the very beginning of the Gospel of Matthew. Und da zitiert Matthäus aus dem Propheten Jesaja. And Matthew quotes the prophet Isaiah. Und zwar aus Kapitel 42 ab Vers 6. Chapter 42, verse 6. Und da heißt es, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich, mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. And Isaiah says, I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you, and I will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. Das war die Berufung, die für die Juden galt. For the Jewish people, that was the call. Das ist die Berufung, die auf dem Volk Gottes liegt. That was the call to the people of God. Die auch auf uns liegt. And that's the call for us today. Ein Licht zu sein. To be a light. Ein Hinweis zu sein. To be a sign, to be a warning. Aber Israel wurde seiner Berufung nicht gerecht. Now, Israel, they weren't satisfied with their call. Sie haben sich andere Götzen gemacht. And they had other gods besides their God. Sie strebten lieber nach Macht als statt nach Gottes Gerechtigkeit. And they strived for more power and authority instead of more of God's righteousness. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich auch, wie sieht das bei mir aus? And then so I ask myself, well, what does it look like in my life? Es klingt komisch, wenn es heißt, Licht soll man aufstellen, dass es sichtbar ist. It's a bit silly to say light needs to be set at a place where it's visible. Aber Jesus, glaube ich, weist uns darauf hin, dass wir uns manchmal persönlich genauso verhalten. But Jesus is telling us here that sometimes we act just that way. Es ist verlockend, still zu sein. And it's tempting sometimes just to kind of stay out of the crowd, to be quiet. Nicht aufzufallen. Don't get noticed. Kein Ärger zu machen, zuzugehören, Rock the boat. Don't say anything. Doch wir als Gottes Volk sind eben berufen, einen Unterschied zu machen. But as children of God, that's actually the call on our lives. Wir sollen Licht sein und Licht fällt auf.
And we're called to be a light needs to be noticeable. Und auch Salz merkst du, wenn du es in ein Glas Wasser füllst. And salt, you need to taste it if you put it in a glass of water. Das ist unsere Berufung, das ist unser Wesen. That's the call, that's who we are. Darum geht es Jesus. That's what Jesus is telling us. Wir sind ein Wegweiser hin zu Gott. He's saying you are the way for others to get to the Father. Dein Leben ist ein Hinweis auf Gott. Our life is a sign towards God. Was haben jetzt diese Seligpreisungen, die Aussagen hier über Salz und Licht und die Warnung nach einer höheren Gerechtigkeit mit dem Rest der Bergpredigt zu tun? So, with these Beatitudes and the reference to salt and light and a higher righteousness, what does this have to do with the rest of the Sermon on the Mount? In der letzten Woche haben wir in unserer Live-Group den Bibeltext besprochen vom Sonntag. Last week in our life group, we had a discussion about the text here, the Sermon on the Mount. Wir haben die Seligpreisung gelesen und wir haben uns darüber ausgetauscht. And we read through the different Beatitudes and we talked about them. Und bei uns geht es dann immer darum, wir möchten erstmal selbst nachdenken, was wir persönlich lesen, was wir persönlich verstehen, was es für uns bedeutet. And in our life group, we like to talk about the scriptures and have a discussion about what it means to each individual. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir sehr oft dazu neigen, diese Seligpreisung als einen Anspruch zu lesen. And as we talked about it, we realized that we see this, the Beatitudes, as a call to respond. Wir lesen, selig sind die Sanftmütigen. We read, blessed are the meek. Und wir verstehen, Gott erwartet von mir, dass ich sanftmütig bin. And we understand God expects me to respond to that and to be meek. Wir lesen, selig sind die Friedensstifter. We read, blessed are the peacemakers. Und wir hören, du musst ein Friedensstifter sein. And what we hear is God says, you need to be a peacemaker. Ich glaube, es sind so zwei Pole, zwischen denen wir uns sehr oft bewegen. And I think there are two ends of the spectrum here where we find ourselves. Da ist auf der einen Seite der Anspruch. Here on the one side you have the call to respond. Und da ist auf der anderen Seite der Zuspruch. And then on the other side you have the instruction or the advice. Der eine neigt dazu, alles nur als ein Du musst und Du sollst zu lesen. And sometimes one person might say it's a call to respond. Und manch einer liest es so, als würde Gott einfach sagen, du bist Licht, okay, ist egal, was ich mache. And the other person might interpret it as you are light, so it doesn't really matter what you do. Aber Jesus legt hier den Finger in die Wunde und sagt, die Dinge gehören zusammen. But Jesus is really provoking here, and he's saying these two need to be one. Der Zuspruch und der Anspruch gehören zusammen. The instruction or the words need to be together with the call to respond. Aber er sagt auch, der Zuspruch kommt zuerst. And what comes first is being. Du bist ein Salzkorn. You are salt. Das ist dein Wesen. It's who you are. It's what you are. Gott hat dich zu Salz und Licht gemacht. He's made us to be salt and light. Weil wir seine Kinder sind. As his children, that's who we are. Weil er in uns lebt. He lives in us. Aber ein Salzkorn, das einfach nur im Salzstreuer sitzen bleibt, erfüllt nicht den Zweck. But a kernel of salt that just stays in the salt shaker isn't very useful. Der Salzstreuer neben meiner Suppe verändert nicht den Geschmack. The salt shaker sitting next to my meal isn't going to put any flavor into it. Und auch eine Lampe, die beim helllichsten Sonnenschein angemacht wird, hat keinen Effekt auf die Umwelt. And a lamp in broad daylight doesn't really have an impact. Und so ist es wichtig, dass wir merken, unsere Fähigkeit, Salz und Licht zu sein, hängt davon ab, was wir tun und wo wir es tun. And that's why we need to realize that the fact that we are salt and light is dependent upon what we do, where we do it.
Jesus sagt, dein Trost für Trauernde, deine Barmherzigkeit, deine Hilfe, dein Frieden, den du anderen gibst, der macht einen Unterschied. It's the compassion, the peace, the empathy, the love that we give away. That's what makes a difference. Und das ist ein Hinweis zu Gott. And that's how people can see Christ in us. Was Jesus in der Bergpredigt uns mitgibt, ist kein theologischer Monolog. And Jesus isn't giving a theological monologue to us here when he goes through the sermon. Er erklärt uns nicht die Trinität. He's not explaining the Trinity here. Er erklärt uns auch nicht, wie wir eine Leitungsstruktur in der Gemeinde aufbauen. And he's also not explaining how to structure leadership in the church. Sondern er erzählt seinen Jüngern, wie sie leben sollen. No, he's telling his disciples, his followers, how to live. Er erzählt ihnen, dass ihr Leben der Unterschied ist. And he's just telling them it's your life that makes the difference. Und hier kommt auch das Wort der Gerechtigkeit mit hinein. And we can bring in righteousness into this. Jesus sagt, deine Gerechtigkeit soll höher sein als die der Pharisäer. And Jesus says, is your righteousness higher, surpass that of the Pharisees? Und wir brauchen nur in der Bibel vorzublättern, um zu merken, die Gerechtigkeit kommt von Jesus. But we know that righteousness comes from Jesus. Und es wird in den nächsten Wochen immer wieder zum Vorschein kommen, dass die Pharisäer eine Gerechtigkeit hatten, die sehr viel auf das Äußere Wert legte. And we're going to see more and more over the next weeks that the Pharisees relied on a righteousness that came solely from the things that they did. Aber Jesus sagt, die Gerechtigkeit kommt von mir, von dem, was ich getan habe. But Jesus is saying the righteousness comes from me. Und aus dieser Gerechtigkeit heraus, die ich euch gegeben habe, könnt ihr leben und Salz und Licht sein. And he's saying, out of this righteousness, that's how you can live and be salt and light. Jesus sagt dir, du bist gerecht, Jesus says, you are righteous weil du mein Kind bist, because you're my child, weil ich in dir lebe. because I live in you. Und darum sagt er, lebe jetzt als mein Kind. And then he says, so because of that, live like a child of God Zeig, was in dir ist. and show the world what's in you, who you are. Zeige, zu welcher Familie du gehörst. Make it obvious what family is yours. Lebe Gottes Charakter aus. Just live out the character of God. Lebe nach meinen Regeln. Follow my rules, he says. Zeige der Welt eine andere Realität. And just show the world there's a different reality. Die Bergpredigt und gerade diese Passage dreht sich um die Frage, dass wir erkennen, wer wir sind. The Sermon on the Mount, and this portion in particular, really is there so that we can see and know who we are. Und dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. And that we can also learn the consequences of being this person. Und ich glaube, das ist es, was ihr in den nächsten Wochen mitnehmen müsst. And that's what we have to take away the next few weeks. Dass du dich selbst fragen sollst, jeden Tag, jeden Sonntag im Besonderen, aber auch an jedem Tag, den du lebst. And that we ask ourselves every single day, and especially on the day on Sunday, Dass du dich fragst, möchte ich wirklich das leben, was Jesus sagt? to ask ourselves, do I want to live the life that Jesus is talking about? Dass ich nicht nur den Zuspruch Gottes nehme, der mir sagt, du bist Salz, That I don't just heed the advice or the command from God saying, you are salt, und die Zusage nehme, ich bin Kind Gottes. but you take the call to respond and you say, I am a child of God. Und dann loslege und sage, Herr, ich will dein Leben leben. Ich will deine Regeln umsetzen in meinem Leben. We step out and we respond and say, yes, Lord, I want to follow, to live by your ways and your rules and live the life that you have for me. Jesus beschreibt in der Bergpredigt seine Vorstellung vom Leben. And Jesus, what he's doing here is describing his explanation or expectation of life in the Sermon on the Mount. Dass wir als das leben, was wir sind. He's describing and telling us to live what we are. Als Kind Gottes zu leben an jedem Tag. A child of God every day. Und dann sagt er, wenn du das machst,
And when we live that way, dann werden die Menschen sehen, dass du Salz und Licht bist. people will see that we are salt and light. Dann ist es nicht nur der Zuspruch, der ich dir gebe, It's not just following an instruction, sondern es ist, von den anderen Menschen wahrgenommen zu werden als ein Hinweis auf Gott. but people will see us and we'll be pointing them towards God. Und so möchte ich abschließen mit der Frage an dich: And in summary, I'd just like to propose the question, Bin ich bereit, als Kind Gottes zu leben? am I ready to live like a child of God? Möchte ich als Salz und Licht wahrgenommen werden? Do I want to be seen as salt and as light? Und dann werden diese nächsten Wochen Veränderung bringen in deinem Leben. And if yes, these next few weeks will bring change in our lives. Und die Menschen werden sehen, zu wessen Familie du gehörst. And people will see that we're different and they'll see that we belong to a different family. Lass uns zusammen beten. Let's pray. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Thank you, Jesus, that you made it possible for us to be children of God. Danke, dass du uns zusprichst, wer wir sind. Thank you that you tell us, that you show us who we are. Und so bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen von uns, And Lord, I pray for each and every person here dass du uns hilfst, nach deinen Regeln zu leben. that you would help us, Lord, to live by your ways. Dass wir ja dich herauslassen aus unserem Herzen in unsere Umwelt. And that we let you live through us and that we show and shine you to the world, to Dass our wir world. deine Liebe nicht für uns behalten, sondern sie hinausscheinen lassen. And help us, Lord, not to hold your love just for ourselves, but help us to give it away. Lass uns sein, zu dem du uns gemacht hast. And help us, Lord, to be who you called us and made us to be. Ich danke dir für diesen Morgen Thank you for today, Lord, und für jeden Einzelnen, der hier ist. and for each person here. Und bete, dass du sie segnest mit einer starken Willenskraft. And Lord, I ask you to strengthen each of us with a strong desire, Einen starken Willen, dir nachzufolgen a strong desire and a will to follow you, und ein Leben zu führen, das ein Hinweis zu dir ist. and to live a life that truly points to you. Amen. Amen.